Herzlich willkommen zu unseren Videotutorials zu Blend Engineer. Freuen Sie sich auf spannende Themen rund um das intuitive Erstellen von P&IDs, Piping and Instrumentation Diagrams und der Dokumentation verfahrenstechnischer Anlagen in Word und Excel, sowie Tipps und Tricks für Ihre Arbeit in Blend Engineer. Mein Name ist René Martin und ich begleite Sie durch diese Tutorials. Sie haben eine Zeichnung erstellt mit sehr vielen Elementen, Komponenten oder in Visio gesprochen mit sehr vielen Shapes. Sie möchten nun eine Liste aller Shapes haben. Diese Liste können Sie sich anzeigen lassen, indem Sie in Blend Engineer auf Funktionsliste klicken. Hinter dem Symbol verbirgt sich ein Aufgabenbereich, der am oberen Rand Ihrer Zeichnung angezeigt wird. Dort werden sämtliche Shapes aufgelistet, und zwar sehen Sie die Shape-Namen, die Klassen, Spezifikationen, die Funktionsgruppen und so weiter. Auf der rechten Seite werden die Eigenschaften Ihrer Shapes angezeigt. Das sind die Eigenschaften, die Sie erhalten, wenn Sie ein Shape auswählen und das Fenster Eigenschaften öffnen. Diese Eigenschaften werden mit hellblauer Farbe hier aufgelistet. Wenn Sie nun eines dieser Shapes in der Funktionsliste markieren, dann wird in der Zeichnung das entsprechende Shape ausgewählt, selektiert, also auch markiert. Das heißt, so ist es möglich, sehr schnell die entsprechenden Shapes zu finden. Wenn Sie nun weitere oder andere Informationen anzeigen lassen möchten, dann können Sie dies über die Spalten erzeugen. Mit einem Klick auf Spalten öffnet sich die Liste sämtlicher Eigenschaften und Sie können mit Drag and Drop einzelne Spalten, beispielsweise hier Design, Filterfeinheit, in die Liste hineinziehen oder natürlich mit gedrückter Maustaste wieder rausziehen. Oder der Herstellertyp soll angezeigt werden und die Spalte kann ich verbreitern. Die grau schraffierten Felder bedeuten, in diesem Shape gibt es diese Eigenschaft nicht. Leere Felder bedeuten natürlich, hier wurde keine Eigenschaft eingetragen, also kein Text, keine Zahl. Sie können nun nach den Eigenschaften bzw. auch nach den Informationen sortieren lassen. Mit einem Klick auf den Kopf kann ich nach der Klasse, nach dem Shape-Namen, nach der Funktionsnummer und so weiter sortieren. Mit einem zweiten Klick wird umgekehrt sortiert. Sie können die Liste auch filtern. Zum Filtern gibt es im Kopf ein kleines Pfeilchen mit Spitze nach unten und dort können Sie bestimmte Werte filtern, die dann hier angezeigt werden. Den Filter können Sie löschen oder mit Schließen sehen Sie eine Filterung, sehen Sie nur diese Shapes von Ihrer Zeichnung. Der Filter wird am unteren Rand angezeigt und dort könnten Sie diesen Filter auch löschen, indem Sie auf das X klicken. Sie haben auch einen sehr komplexen Filter. Über das Kontextmenü im Spaltenkopf, rechte Maustaste, ist es nicht nur möglich zu sortieren, sondern auch zu filtern. Dort habe ich jetzt die Möglichkeit, einen komplexen Filter einzuschalten, in welcher Spalte möchte ich beginnt mit größer gleich, kleiner gleich, ist gleich, ein bestimmter Wert, eine Zahl, ein Text. Dann kann ich weitermachen und oder ein zweites Kriterium, so einen komplexen Filter einstellen, der dann am unteren Rand angezeigt wird. Mit Abbrechen kann ich das Ganze abbrechen. Das heißt also, diese Funktionsliste ist ein mächtiges Werkzeug, um bestimmte Shapes zu filtern, um eine Übersichtsliste aller Shapes oder nur bestimmter Shapes zu bekommen, beziehungsweise auch um die Eigenschaften von den Shapes aufgelistet zu sehen. Wenn Sie diese Ansicht speichern möchten, können Sie einen Namen festlegen, beispielsweise meine Ansicht, und können diese Ansicht nun sichern und Sie finden nun meine Ansicht über das Dropdown-Pfeilchen hier in der Liste Ihrer Ansichten. Diese Ansicht, die Sie hier eingestellt haben, können Sie auch exportieren. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Export wird diese Liste rausgeschrieben, das heißt exportiert, und wird im ersten Schritt in einer Excel-Tabelle gespeichert. Hierzu können Sie einen Namen vergeben, beispielsweise E02. Sie sehen, hier wurde bereits ein Export gefahren. E02 wird gespeichert.
Das Ergebnis des Exportes wird hier angezeigt und Sie haben hier bereits die Möglichkeit, Dinge zu ändern. Beispielsweise, das soll nicht 121, sondern 199 Meter sein. Enter. Und die blaue Farbe kennzeichnet mir, dass diese Information geändert wurde. Das speichere ich und werde nun gefragt, ob ich diese Änderung, wenn ich diese Liste schließe, übernehmen möchte nach Visio. Nein, das will ich nicht. Aber ich hätte ganz gerne die Liste noch einmal gesehen. Dazu öffne ich den Windows Explorer, öffne die Datei, die ich gerade erstellt habe, E02 war das, in Excel. Und Sie sehen hier bereits meine Änderungen, die ich vorgenommen habe. Und hier kann ich nun weitere Änderungen vornehmen. Beispielsweise, ich setze die alle mal auf 99, 1 und ziehe es einige Zellen nach unten. Da wird der Einkaufspreis verändert. Ich speichere die Excel-Mappe. Ich schließe mein Excel. Ich importiere in Visio diese Excel-Liste erneut. Und werde nun gefragt, welche der Änderungen ich übernehmen möchte. Hier werden alle Änderungen angezeigt. Das sind genau die Änderungen, die ich eben vorgenommen habe. Ich möchte gerne die ersten 2 Preise geändert haben, diese 3 jedoch nicht. Und die letzte Größenänderung soll auch übernommen werden. Das hätte ich ganz gerne übernommen. Und in meine Liste werden nun hier die Werte eingetragen, wie Sie sehen. Und hier auch die 99. Und so habe ich eben die Eigenschaften geändert. Das heißt zusammengefasst, die Funktionsliste von Blend Engineer ist ein komplexer, mächtiger Assistent, der Ihnen ermöglicht, sämtliche Shapes anzuzeigen, zu filtern, zu finden und die Eigenschaften Werte dieser Shapes zu exportieren.